Nur angerufen und da hat man überhaupt nichts davon gemerkt, weil er hat noch gesagt, ja, es wäre gut gewesen, er hätte 29 Stunden Wache gehabt, er hätte Ruhe gehabt und er wollte auch noch mal anrufen und auch schreiben wollte er auch noch mal. Und dann hat er gefragt, was ich am Wochenende so gemacht habe. Da habe ich ihm erzählt, ja, dass ich gerade einen Brief geschrieben habe. Und hat er mir noch gesagt, ja, dann sollte ich nichts davon sagen, weil er den ja noch lesen möchte. Der 21-jährige Robert Peitz war Unteroffizier in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf im Kreis Lippe. Am Abend des 18. Mai dieses Jahres kommt es am Rande einer mehrtägigen Übung seines Panzerbataillons in Pudlos in Schleswig-Holstein zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und Kameraden. Robert Peitz verlässt das Lager und begibt sich zu einem etwa 2 Kilometer entfernt gelegenen Panzerdepot. Von einem wachhabenden Soldaten lässt er sich die Waffe geben, er entfernt sich und schießt sich in den Kopf. Zurück lässt er Abschiedsbriefe an seine Eltern, seine Freundin, an Freunde und Kameraden. Wir sind dem Fall Robert Peitz nachgegangen. Uns interessierte vor allem, ob und inwieweit die Bedingungen, unter denen Robert Peitz am Bundeswehrstandort Augustdorf diente, den Entschluss zu seinem Freitod mit verursacht haben. Wichtigste Informationsquelle waren dabei die Briefe von Robert Peitz, die er an seine Freundin schrieb. Ein Auszug vom 14. April 1986. Es ist echt schlimm. Sobald ich erst mal ans Denken komme, kommt mir alles hoch. Man könnte vielleicht noch alles ertragen, wenn nicht die unmenschliche Überbeanspruchung hier wäre. Wachen und Übungen, Gefreiter vom Dienst. Wozu was bewachen? Am Anfang vor allem, da war er sehr, also in der Grundausbildung, fertig, kann man wirklich sagen, und musste man trösten und so. Und nachher hat sich das auch manchmal, also jetzt die letzte Zeit, 87, das war auch oft so richtig wütend, weil er zum Beispiel noch länger da bleiben musste. Aus einem Brief an seine Freundin. Diese falsche Soldatenromantik. Eine Kameradschaft, die auf Hickhack und vorgesetzten Verhältnissen beruht. Von wegen blauer Himmel, unterm Lagerfeuer sitzen und was Tolles erleben, wie es in den Prospekten stand. Da stand nichts von Manövern, Übungen, Gefreiter vom Dienst und Wache, geschweige denn von Missständen in der Bundeswehr. Mit welchem Recht darf ein solches Lügengebäude bestehen? Zum Beispiel, als er das erste Mal schießen musste, da ist er wohl ausgerastet, also er hat sein Gewehr hingeschmissen. Und da wurde ihm auch gesagt, er sollte sich zusammennehmen. Oder auch die Sache mit dem Marsch, mit einem anstrengenden Fußmarsch, den sie durchgeführt haben mit Kameraden, wo er also bemerkte, dass einem Kameraden das Gepäck zu schwer wurde und er diesem dann angeboten hatte, er möchte doch etwas von diesem Gepäck übernehmen. Und ein Vorgesetzter hat ihm dann gesagt, lassen Sie das, seien Sie nicht so weich. Kann ich mir eigentlich auch in dieser Form nicht vorstellen. Die normale, natürliche Reaktion des Vorgesetzten hätte sein müssen, Donnerwetter, prima, dass du deinem etwas schwächeren Kameraden hier hilfst. Ich habe aus Versehen meinen Spind offen gelassen, das heißt, er war zu, nur das Sicherheitsschloss war nicht zugeklappt. Der Zugführer war so gewitzt und rüttelte daran, als wir frühstücken waren. Diese Säcke. Ich muss jetzt einen Aufsatz, eine DIN A4-Seite schreiben mit dem Titel Offener Spind, Verleitung zum Kameradendiebstahl. Was sind die hohl? Wenn es so vorgefallen ist, dass trotz wiederholter Belehrungen und Hinweise hier einmal vergessen worden ist, den Spind zu verschließen, so halte ich diese Maßnahme, eine schriftliche Ausarbeitung zu diesem Thema zu schreiben, durchaus für angemessen. Es handelt sich hier um den Bereich von erzieherischen Maßnahmen, zu denen Vorgesetzte mit einer bestimmten Dienststellung berechtigt sind. Diese idiotischen Militärlieder, wir marschieren in Feindesland. Meine Fresse, ich finde sowas von bekloppt, als ob man keine anständigen Lieder singen könnte. Aber die meisten, wenn sie die Kaserne betreten, geben ihr Hirn doch gleich an der Wache ab. So offen er in seinen Briefen an seine Freundin war, so wenig offenbarte er sich gegenüber seinen Kameraden. Man kann sagen, man hat überhaupt nichts feststellen können. Auch am letzten Tag nicht. Er wirkte ganz normal, so wie immer. Deshalb hat uns das jetzt besonders betroffen gemacht, auch als wir am nächsten Morgen von seinem Freitod erfahren haben,
weil wir am letzten Abend oder am letzten Tag nichts bemerkt haben. Die Geschwister von Robert Peitz sagen, dass möglicherweise Schikanen, die er erlebt hat, ein Grund für seinen Freitod waren. Ist Ihnen da irgendwann mal etwas bekannt geworden? Ich muss sagen, von besonderen Schikanen ist mir nichts bekannt geworden. Es belief sich lediglich darauf, wie es immer so ist, dass ein Unteroffizier von höheren Dienstgraden noch mal zurechtgewiesen wird, was eben ganz normal zum Dienst auch gehört. Aber von irgendwelchen Schikanen weiß ich also nichts. Besondere Schikanen sind mir auch nicht bekannt. Zurechtweisungen, wie wir auch kriegen, natürlich. Und ich glaube, es ist auch nichts Besonderes gewesen, was da vorgefallen ist. Vorgesetzte indessen müssen eine Labilität im seelischen Bereich bei Robert Peitz festgestellt haben. In einer Laufbahnbeurteilung heißt es unter anderem: Seine psychische Belastbarkeit ist verbesserungswürdig. Laufbahnbeurteilungen oder Beurteilungen ganz allgemein sind subjektiv. Für uns sind im dienstlichen Bereich keine Anzeichen erkennbar gewesen. Wir sehen auch keine Ursachen und Gründe im dienstlichen Bereich, die ihn bewogen haben könnten, sich das Leben zu nehmen, sondern wir meinen, dass die Gründe überwiegend im persönlichen, privaten Bereich zu finden sind. Wobei ich nicht verkenne, dass das militärische Umfeld, der militärische Alltag seine persönlichen Sorgen und Nöte nicht hat lindern helfen, sondern durchaus verstärkt haben mag. Und mitunter ist es ja dann ein nichtiger Anlass, der das fast dann zum Überlaufen bringt. Bei Robert Peitz ist das Fass übergelaufen. Das Urteil, das er wenige Minuten vor seinem Freitod über die Bundeswehr fällte, ist knapp und zynisch. Es ist eine Grundsatzfrage. Bundeswehr ist Scheiße. Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen. Bundesumweltminister Töpfer soll das Genehmigungsverfahren für den schnellen Brüter in Kalka an sich ziehen. Dazu hat ihn die CDU-CSU-Bundestagsfraktion aufgefordert. Die Begründung: Ministerpräsident Rau habe die Genehmigungsbehörden in Nordrhein-Westfalen so massiv unter Druck gesetzt, dass sie nicht mehr nach Recht und Gesetz über Kalka entscheiden könnten. Innenminister Schnoor hat an die Bundesregierung appelliert, die allgemeine Unsicherheit über die Steuerausfälle für Länder und Gemeinden schnell zu beseitigen. Zugleich warnte er in Düsseldorf davor, die Steuerreform vor allem auf dem Rücken der Schwächeren auszutragen, die ihre Einnahmen nicht selbst beeinflussen könnten. Für die CDU des Landes ist der Kohle-Kernkraftverbund ein unverzichtbarer Eckpfeiler des Jahrhundertvertrages zwischen Bergbau und Elektrizitätswirtschaft. Deshalb, so der Landesvorstand, müsse an diesem Verbund unbedingt festgehalten werden. Darüber hinaus will sich die Partei nachdrücklich dafür einsetzen, die notwendige Personalanpassung im Bergbau sozialverträglich vorzunehmen. Großfeuer in einer Papier- und Kunststofffabrik in Düren. Über 100 Feuerwehrleute waren während der vergangenen Nacht im Einsatz, um in langer Wehe den Brand einer Lagerhalle zu bekämpfen. Aus noch unbekannter Ursache waren gegen 2 Uhr große Mengen an Kartonagen und Polyethylenfolien in Flammen aufgegangen. Um an den Brandherd vorzudringen, brach die Feuerwehr ein Loch in die Außenwand des Gebäudes. Wegen der starken Rauchgasentwicklung mussten alle Arbeiten unter schweren Atemschutz durchgeführt werden. Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Gebäude konnte zwar verhindert werden, in der Papierfabrik selbst entstand jedoch Sachschaden in Millionenhöhe. Geprüft wird noch, ob die großen Mengen Löschwasser, die in einem Bach abliefen, Umweltschäden verursacht haben. Bei einem weiteren Brand in Vreden im Kreis Borken entstand ebenfalls ein Schaden in Millionenhöhe. Das Feuer brach durch unsachgemäße Schweißarbeiten in einer Schreinerei aus. Die Flammen vernichteten die gesamte Werkstatt und griffen auf das angrenzende Wohnhaus über. Beide Gebäudekomplexe brannten bis auf die Grundmauern nieder. Mehrere Autos und der gesamte Maschinenpark wurden vernichtet. Ein Bewohner musste mit schweren Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die für den heutigen Nachmittag geplante Feuerwehrübung wurde auf den Spätnachmittag verlegt. Tja. Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter drein. Ist er aber nass und kühl, ein harter Winter es werden will.
Dieser Spruch kommt von Erika Rogall aus Dortmund. Also ich war ganz erstaunt, wie viele Sprüche sie noch kannten. Wer es nicht weiß, ich habe also gestern mal einen Aufruf gemacht, schicken uns alte Wettersprüche, Bauernregel oder irgendwas. Das können Sie übrigens auch noch weiter tun. So irre. Ich habe dann noch mal so ein paar hier herausgesucht. Wie der Freitag am Schwanz, so der Sonntag ganz. Wie war es denn gestern Abend? Oder Jutta Klennimar oder Klingmar aus Solingen hat uns gleich 12 Sprüche geschickt. Einen davon, wenn die Katz im Februar in der Sonne liegt, muss sie im März hinterm Ofen. Das ist noch ein ganz witzigen, und zwar von Josephine Demont oder Demont aus Hähnenhahn. Schwitzt der Bauer unterm Arm, wird das Wetter wieder warm. Tja, ich bin ja mal gespannt. Also warm und schwitzen tue ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es den anderen hier geht, aber schwitzen tue ich auch. Wir hatten ja gestern Regen gemeldet. Gott sei Dank ist es ja besser geworden. Jetzt haben wir schon das Satellitenbild da. Wollen wir mal gucken. Da haben wir also so einen Tiefdruckkern. Ich gucke das mal, so ein breites Wolkenband über Skandinavien, der Nordsee, tja, England und Frankreich. Und dann haben wir gedacht, das zieht zu uns rüber. Aber war nicht. Heute also hat es nicht geregnet. Allerdings ist hier so eine Tiefdruckrinne. Und die soll heute Nacht über uns wegziehen. Und dann soll es also allem Anschein nach Regen geben. Ich bin ja mal gespannt. Morgen soll es dann wieder schön werden. Aber ich glaube, das können wir besser in den Regionen sehen. Gucken. Denn Fränzchen wird da sicherlich einiges anderes drüber sagen. Mal gucken, ob es morgen wirklich schöner wird. So, Fränzchen. Mal gucken, was dazu steht. Das Wetteramt aus Essen schreibt dazu, ausgegeben um 17:30 Uhr. Heute Abend auch im Osten des Landes Bewölkungsverdichtung langsam und in der kommenden Nacht Durchzug eines Regengebietes. Tiefste Temperaturen 12 bis 9 Grad. Morgen von Westen her nachlassender Regen und zum Mittag auflockernde Bewölkung. Ja, ich bin ja mal gespannt. Das heißt also Nachmittagstemperaturen ungefähr um 16 Grad. Sehen wir auch da. Also 14 Grad, 15 Grad. Niederrhein 16 Grad. Köln-Aachen auch 16 Grad. Das verspricht ja doch einiges Positive. Man weiß es ja nicht. Also hoffentlich hat Petrus ein Einsehen mit uns. Naja, immerhin Fränzchen liegt also in seinem Schlauchboot und denkt also tatsächlich, dass es schönes Wetter gibt. Bei schönem Wetter kann man lachen. Lachende Gesichter gibt es jetzt sicherlich unsere Moderatoren. Tja, ich habe eben mich etwas gewundert. War ich beim Wetter im Bild? So ein bisschen. Ja? Konnten alle gar nicht so richtig lachen. Also, vergessen mich es. irritiert. Ich will nicht unbedingt das Wetter mitmischen, aber wo hier auch überall Kameras rumstehen, natürlich. Er will eben überall mitmischen. Das ist ein anderes Also Thema. bitte. Heute jedenfalls, vor einer Woche, genau vor einer Woche, gab es einen Riesenempfang für einen Mann in Travemünde. Er ist nämlich nach ganz, ganz langer Zeit wieder nach Hause gekommen. Das wollen wir jetzt sehen. Ganz viele Boote waren da. Ich glaube, ungefähr 1000, ne? Zu seiner Begrüßung. Das ist das entscheidende Boot. Und an Bord dieses Schiffes ist Burkhard Piske, Weltumsegler. und Helga Seebel. Ja, Wahnsinn, nach 10 Jahren. Ja, und Sie sehen schon, so lange waren die weg, 10 Jahre lang. Das ist schon was ganz Besonderes. Und vor einer Woche ist er wiedergekommen und jetzt ist er bei uns im Studio. Herzlich willkommen in der Aktuellen Stunde. Dankeschön. Ja, das müssen Sie uns aber nun erzählen. Was ist denn das für ein Gefühl, nach 10 Jahren, also endgültig dann zumindest, nach Deutschland zurückzukommen? Ja, es ist unbeschreiblich. Es ist der Ankerplatz nicht nur meines Schiffes, sondern auch meines Lebens. Nach Hause zu kommen ist etwas Besonderes. Und wenn es so überraschend ist, dass da Tausende stehen, dann ist das da eine Kreuzsee von Gefühlen, die man eigentlich gar nicht definieren kann. Ich bin mit dem ganzen Ankommen noch gar nicht fertig. Ich bin noch ein bisschen draußen auf See. 10 Jahre, ist doch Wahnsinn. Haben Sie denn schon wieder festen Boden unter den Füßen? Oder wenn Sie abends Naja, hier schon, aber so nein, das nicht. Aber gefühlsmäßig bin ich noch ganz schön am Schaukeln, ja. Dazu muss man ja sagen, zwischendurch waren Sie ab und zu noch mal in der Bundesrepublik. Was haben Sie da gemacht? Ja, so 10 Jahre auf den